Versuchter Totschlag, das hat Ihnen doch Mirko Schumann erzählt. Das stimmt nicht. Abführen. Das können Sie doch nicht machen. Nico, beruhig dich. In einer Stunde, da bin ich wieder zurück und dann stoßen wir gemütlich auf meinen Geburtstag an. Auch ich habe eine Familie. Einen Sohn. Einen Sohn, der mir geholfen hat, dich von deinem Thron zu stoßen. Hallo, mein Junge. Konstantin. Was soll diese absurde Behauptung? Du bist wirklich Adrians Sohn? Du hast die Hooligan ihn verraten? Alle Insider-Informationen über Omni Remaker, die Namen der Probanden, insbesondere natürlich einer bestimmten. Ohne meinen Sohnemann wäre die Pressekonferenz niemals ein solcher Erfolg geworden. Konstantin, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Warum? Warum hast du das getan? Sag es ihm. Dann bist du es endlich los. Ich war immer nur ein Bastard für dich. Du hast mich belogen, von wegen du würdest mich lieben wie deinen eigenen Sohn. Konstantin, bitte, wovon redest du? Gib's zu. Du wolltest, dass Mama mich abtreibt. Warum sollte ich so etwas tun? Ich hab's schwarz auf weiß. Nur weil Mama stark war und sich gegen dich durchgesetzt hat, bin ich überhaupt am Leben. Das war wunderbar. Mir war es ebenfalls ein Vergnügen. Theo, Elise, was machst du denn wieder für Sachen? ich habe getanzt. Ach, mein Schatz, ich hab dich schon überall gesucht. Dabei hätte ich mir doch gleich denken können, dass du hier bist. Gräfin Lahnstein, Sie haben angegeben, Herr Schumann hätte Sie schon einmal sexuell belästigt. Was genau ist damals geschehen? Ich wollte meinem Freund einen Fotokalender schenken und Mirko, Herr Schumann hat diese Aufnahmen von mir gemacht. Nackt? Nein, nur auf einem Bild wollte er mich unbedingt im Bikini fotografieren und ist dabei ziemlich zudringlich geworden. Was heißt das? Er hat mir einen Bikiniträger runtergerissen. Das kann man noch nicht unbedingt als sexuelle Belästigung bezeichnen. Nein, das nicht, aber wie er mich angegrapscht hat, das war ziemlich ekelhaft. Haben Sie damals schon überlegt, ihn anzuzeigen? Nein, eigentlich nicht. Herr Schumann hätte also die Situation so interpretieren können, dass Sie einer körperlichen Annäherung nicht abgeneigt sind? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe ihm nie in diese Richtung irgendwelche Signale gegeben. Und als Sie ihn völlig überraschend auf offener Straße geküsst haben? Das war ein Notfall. Ein Notfall? Damals fanden Sie Herrn Schumann scheinbar nicht ekelhaft. Ich habe ihn geküsst, weil mein Vater uns entgegenkam. Er wusste nicht, dass ich wegen des Praktikums die Schule blau mache. Sie küssen Ihren Chef, lassen sich freizügig ablichten und behaupten dann, er hätte Sie sexuell belästigt? Ja, so war's. Wissen Sie, was ich für plausibel halte? Dass Christian Mann Ihren Chef aus purer Eifersucht niedergeschlagen hat. Christian hat Mirko nicht angerührt. Okay, stopp. Diese Befragung wird der absolute Horror. Nico, das war der erste Durchgang. Meine Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung ist
total unglaubwürdig. Ist sie nicht. Du musst nur überzeugend auftreten. Ja, klappt ja super. Nico, wir haben noch den ganzen Tag Zeit, den Prozess in Ruhe durchzuspielen. Trotzdem. Die Staatsanwältin wird nie glauben, dass Christian unschuldig ist. Du hast Raffaella doch selbst kennengelernt. Zum Glück. Sonst wäre ich nämlich nie an die Briefe gekommen, die Mama hier geschrieben hat. Diese Frau lügt, wenn sie den Mund auftut. Selbst ihr Name ist erfunden. Fakt ist, in den Briefen steht, dass du meine Abtreibung wolltest. Diese Briefe, Konstantin, diese Briefe sind gefälscht. Und für mich steht es außer Frage, wer das veranlasst hat. Angriff ist die beste Verteidigung, was? In diesem Falle nicht, mein Lieber. Aus welchem Grund sollten Adrian und Raffaella Briefe von Mama fälschen? Aus welchem Grund? Raffaella hat mich schon immer gehasst. Du hast ja selbst gesehen, wie sie sich an Mutters Grab aufgeführt hat. Und er will mich vernichten, das weißt du. Er hat dich zu seinem Werkzeug gemacht, mein Junge. Ich bin mir sicher, er sagt die Wahrheit. Oder? Aber natürlich, mein Junge. Aber mir traust du so etwas wirklich zu? Dass ich von deiner Mutter eine Abtreibung verlangt hätte? Johannes! Johannes! Seien Sie bitte, meine Jacke. Ich dachte wirklich, diese Dame seist du. Ist doch nicht schlimm, mein Liebster. Ich nehme es als Kompliment. Ich werde mich natürlich sofort bei Fräulein... Wie heißt die Dame? Hofmann, Bei Fräulein Hofmann, Entschuldigung. das hat noch Zeit. Jetzt ruh dich erst mal von deinem anstrengenden Tanz aus. Entschuldigen Sie, ich hoffe, mein Mann hat Ihnen keine Umstände gemacht. Ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe selten einen Mann mit so viel Rhythmusgefühl erlebt. Ja, das hat er zweifellos. Nur mit der Orientierung klappt's leider nicht mehr so ganz. Tja, darf ich Sie beide denn auf ein Getränk einladen, quasi zur Feier des Tages? Gern, 2 Cola. Mit einem kleinen Schluck Kräuterbitter. Das ist unser Lieblingsgetränk. Cola mit Kräuterbitter. Das muss wahre Liebe sein. Also jetzt kommen Sie schon, was soll das denn heißen? Sie wissen nicht, was Vater bei Degenhardt will. Ich habe keine Ahnung, glauben Sie mir. Degenhardt hat ihm gestern ein Angebot gemacht. Angeblich hat Vater ihn nicht angetroffen. Also will er es heute noch mal versuchen? Unsinn. Vater wird doch nicht vor Degenhardt kriechen, wenn er die Antwort schon vorher weiß. Auf gar keinen Fall. Johannes wird Sie benachrichtigen, sobald er wieder zurück ist. Also ging es doch um den Kredit. Bitte, jetzt sagen Sie uns endlich, was Vater bei Degenhardt will. Ihr Vater hat eine Entscheidung getroffen. Zum Wohle der Holding und zum Wohle der Mitarbeiter. Und die wäre? Er wird Degenhardt die gesamte Holding überschreiben. Wie bitte? Damit dieser dann auf die Rückzahlung des Kredits verzichtet. Das ist nicht wahr. Moment, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte Vater mit mir abgesprochen. Glauben Sie mir, diese Entscheidung ist ihm schwer genug gefallen. Ja, Sie haben ihm natürlich zugeraten. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie es ist, ein Unternehmen mit Tradition zu verlieren. Das weiß ich sehr wohl, falls Sie sich erinnern. Ganz ruhig, ja? Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Wisst ihr überhaupt, was das für uns bedeutet? Er hat keinen Puls mehr. Bleib ganz ruhig, Konstantin. Der Arzt ist gleich da. Es war nur ein kleiner Zusammenbruch. Ist alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Er atmet nicht mehr. Konstantin! Komm schon, Johannes. Komm schon, Johannes. Du musst durchhalten. Komm. Was ist, wenn ich das einfach weglasse, dass Christian Schumann schon mal angegriffen hat? Nico, das lässt du schön bleiben. Außerdem hast du das in deiner Aussage schon angegeben. Komm schon, du warst doch jetzt viel souveräner und glaubwürdiger. Und was ist, wenn sich die Staatsanwältin noch mehr fiese Fragen einfallen lässt? Glaube ich nicht. Und wenn schon, du bist vorbereitet. Ja, aber ob meine Aussage Christian überhaupt hilft? Jetzt sei doch nicht immer so pessimistisch. Ach, du glaubst doch selbst nicht, dass Christian freigesprochen wird. Natürlich wird es schwer, den Richter zu überzeugen. Aber wir kriegen das hin. Ach, ich hätte dieses Schwein direkt anzeigen sollen. Säße Christian jetzt nicht im Knast. Es ist, wie es ist. Am besten hätte ich diesen Job erst gar nicht annehmen sollen. Dabei war ich so happy, dass diese Praktikumsstelle so schnell frei geworden ist. Warum eigentlich?
Meine Vorgängerin ist abgesprungen. Eine Praktikantin. Ja, wieso? Meinst du, Schumann hat sie auch angegrapscht und sie hat deshalb alles hingeschmissen? Keine Ahnung. Aber es wäre mit Sicherheit interessant, sich mal mit dieser Frau zu unterhalten. Theodor und ich kennen uns seit 49 Jahren. Ja, und 198 Tagen, 12 Stunden und 13 Minuten. Und heute ist unser Hochzeitstag. Den ich in all den Jahren nicht ein einziges Mal vergessen habe. Das unterschreibe ich sofort. Früher hieß das Lokal hier Tanzcafé Karin. Wir haben jeden Hochzeitstag hier gefeiert. Ja, und ich habe immer Sway für meine Elise bestellt. Wir können das gerne nochmal auflegen, falls Sie Ihren Tanz wiederholen möchten. Nein, nein, lassen Sie nur. Es ist einfach nicht zu ändern. Theodor hat seit knapp 5 Jahren Schwierigkeiten, allein im Alltag klarzukommen. Manchmal erkennst du mich nicht mehr. Aber wenn du mich so anlächelst, dann hüpft mein Herz wie am ersten Tag. Bei mir ist es ganz genauso. Sie scheinen das Versprechen vor dem Pfarrer ganz schön ernst zu nehmen. Natürlich, in guten wie in schlechten Tagen. Ohne meinen Theo könnte ich mir das Leben nicht vorstellen. Ich glaube, es ist trotzdem besser, wenn wir jetzt nach Haus fahren. Ja, aber natürlich. Am liebsten bin ich doch noch immer mit dir allein. Ja, bitte, was sollen die jungen Leute denn von uns denken? Oh, nur das Beste, dass man nach 49 Jahren immer noch so verliebt sein kann wie am ersten Tag. Und genauso romantisch. Frau Kamper, gestatten Sie mir eine Frage? Nur zu. Wie schafft man das? Also ich meine, wie schafft man es, eine Liebe so lang frisch zu halten? Ein ganz einfaches Rezept, in dem man liebt. Mit dem ganzen Herzen. Johannes! Johannes! Hey! Minuten bewusstlos. Da sind Sie ja endlich. Er hat gerade kurz die Augen aufgemacht. Gehen Sie bitte zur Seite. Holt schwarz, EKG kleben. Atmung flach. Pulsoximetrie fertig machen. Hi, Coco. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Lars ist wirklich der Hammeranwalt. Ein gutes. Dann rockt ihr morgen den Gerichtssaal? Ja, das könnte gut passieren. Weißt du, auf was für eine geniale Idee Lars gekommen ist? Wir müssen die Praktikantin ausfindig machen, die vor mir bei Schumann abgesprungen ist. Wieso das? Ja, wäre doch interessant zu erfahren, ob er sie auch angegrapscht hat. Ja, weißt du, wie sie heißt? Genau das ist das Problem. Was meint Lars? Ist doch bestimmt nicht das erste Mal, dass er einen Zeugen ausfindig machen muss. Er telefoniert gerade sämtliche Fotostudios in Düsseldorf ab, ob die Frau jetzt woanders arbeitet. Die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Du, sei mir nicht böse, aber es klingt für mich sehr unwahrscheinlich, dass er sie bis morgen findet. Mit dem Lied grüße ich meinen Freund Sven, der wahrscheinlich gerade im Stau zwischen Düsseldorf und Neuss steht. Bingo. Ich glaube, ich weiß, wie wir die Frau ausfindig machen. Konstantin. Wie geht es, Johannes? Was genau ist passiert? Er hatte einen Herzstillstand. Ich habe versucht, ihn wieder zu beleben. Und dann kam der Notarzt. Da seid ihr. Leonhard, wie geht's Vater? Er hatte einen Herzinfarkt. Wie schlimm? Das kann ich noch nicht genau sagen. Wir versuchen ihn gerade zu stabilisieren, um weitere Untersuchungen machen zu können. Aber er wird überleben, oder? Das können wir nur hoffen. Ich muss auch direkt wieder zu ihm. Ansgar, wärst du bitte so nett und würdest den ganzen formalen Kram erledigen? Die Schwester weiß Bescheid. Okay. Mein Gott, das ist so furchtbar. Ich sag Susanne Bescheid. Ich bin schuld. Sie? Ja, ich habe Johannes zugestimmt, Degenhardt die Firma zu überschreiben. Ich wollte, dass dieser Krieg endlich ein Ende hat. Und dabei hat er sich so aufgeregt. Du bist doch mit ihm im Krankenwagen gefahren. Hat er noch irgendwas erzählt, was zwischen Degenhardt und ihm vorgefallen ist? Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, meine Teuerste. Machst du dich über mich lustig? Im Gegenteil. So wie du mit Theodor getanzt hast. Andere Frauen hätten ihn wahrscheinlich als verrückten Alten abgestempelt.
Er hat mir irgendwie leid getan. Außerdem finde ich ihn ganz süß. Pass auf, dass seine Frau das nicht hört. Ein tolles Paar, oder? Von dem ich in 2 Stunden mehr übers Leben gelernt habe als in den letzten Monaten zusammen. Und zwar? Na, die Antwort auf die große Frage. Gibt es die wahre Liebe? Natürlich. Hättest du den Film gesehen, den ich dir empfohlen habe? Sarah, das ist eine wahre Geschichte und viel romantischer als dein Hollywood-Kitsch. Ja, man muss nur an die wahre Liebe glauben, dann findet sie einen. Was ist, du sagst ja gar nichts mehr. Ich bin sprachlos. Weil auch ein Gregor Mann seine Meinung ändern kann? Du kannst es ja für dich behalten. Gregor, der eingefleischte Single, entdeckt plötzlich die Romantik? Das glaubt mir doch sowieso kein Mensch. Noch einen Moment, dann bist du live dabei bei Songs for You auf RPF. Warteschleife. Aber immerhin bin ich nicht aus der Leitung geflogen. Hallo, hier ist Steve von Songs for You. Wen haben wir in der Leitung? Hi, hier ist Nico aus Düsseldorf. Nico, welchen Song wünschst du dir? Und vor allem, wem schickst du deine Grüße? Ich möchte mir einen Song für meinen Freund Christian wünschen. Für deinen Hi. Freund Christian, Hi, Gregor. der jetzt sicher neben dir sitzt. Oder wo steckt der gerade? In der JVA Düsseldorf. Das klingt nicht gut. Nein, das ist sogar ziemlich scheiße. Er sitzt nämlich unschuldig im Gefängnis. Nico, Dreht die jetzt völlig Dann durch? wird das sicher bald vor Gericht bewiesen werden. Genau deshalb rufe ich an. Ich suche eine Zeugin, eine Praktikantin, die vor mir im Fotostudio Mirko Schumann gearbeitet hat. War das abgesprochen? sorry, aber das ist hier sicher nicht die richtige Sendung, um... Ja, ich weiß, aber vielleicht wurde sie von Mirko Schumann auch sexuell belästigt und er ist ein potenzieller Vergewaltiger. Und ich denke, du solltest uns jetzt deinen Musikwunsch Ja, nur noch ganz kurz. Ich bin morgen früh im No Limits, Sperberweg 12. Und wenn die ehemalige Praktikantin das hört, dann soll sie sich bitte bei mir... Vielen Dank, Nico. Und wir machen weiter mit einem absoluten Klassiker. Ist die eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Und? Was genau, das kann ich leider immer noch nicht sagen. Ist er denn noch in Lebensgefahr? Ich hoffe nicht. Das Wichtigste, mit Abstand das Allerwichtigste ist, er braucht jetzt Ruhe. Ja, schon gut. Hör zu, du sagst uns Bescheid, wenn sich irgendwas ändert. Natürlich, natürlich. Ich möchte gerne bei ihm bleiben. Einverstanden. Schwester Inge, machen Sie Frau Brandner bitte einen Tee, ja? Dankeschön. Johannes. Elisabeth. Ich bin so froh, dass Du darfst dich nicht anstrengen. willst du dann gar nicht erfahren? Nein, 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 nein. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass du bei Bewusstsein bist. Du glaubst gar nicht, wie froh ich darüber bin. Und jetzt musst du dich ausruhen. Ja. Lass mich doch nicht von deiner blonden Tipse abhalten. Das ist ja wohl... Danke, Frau Köbler, schon in Ordnung, danke. Du hast mich benutzt und belogen. Stimmt's? Willst du dich nicht erst mal setzen? Ich will eine Antwort. Wie kommst du denn plötzlich auf sowas, mein Junge? Du hast es selber gesagt. Dein einziges Ziel war es, Johannes die Firma abzunehmen. Und da kam ich gerade recht. Augenblick mal, du wusstest ganz genau, dass Johannes und ich nicht die besten Freunde sind. Und ich habe dich nie gezwungen, mir in irgendeiner Weise zu helfen, oder? Und was ist mit den Briefen? Was soll mit denen sein? Johannes hatte recht, sie waren gefälscht. Das war alles geplant, um mich auf deine Seite zu ziehen. Ein Plan, ein Plan. Nennen wir es einfach nur einen kleinen Test. Ich wollte nur wissen, ob du tatsächlich so naiv und leichtgläubig bist, wie du aussiehst. Du bist so ein Arschloch. Was kann ich dafür, dass du die Briefe nicht eine Sekunde angezweifelt hast? Dass du alles brav gefressen hast, ohne eine Frage zu stellen. Vor lauter Selbstmitleid. Glaub mir,
Ich hätte mir auch einen Sohn gewünscht, der mehr Grips hat als du. Dass ich so schnell durchgekommen bin, das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Hätte ich echt nicht gedacht. Aber meinst du, sie hat das gehört? Jetzt können wir nur noch abwarten. Oh, ich brauche jetzt mein Wasser. Es hört aber nicht jeder Radio. Ich gehe schon. Hi. Wo ist sie? Wer, deine Zeugin? Hey, Lars! Du glaubst gar nicht, was für eine geniale Idee ich hatte. Doch, ich habe deine geniale Idee sogar live gehört. Du hast das gehört? Bist du eigentlich völlig verrückt? Jetzt erzähl mir nicht, dass du mit deiner Telefonaktion schon weitergekommen bist. Was du da im Radio von dir gelassen hast, das kann dich Kopf und Kragen kosten und Christian erst recht. Ja, aber wenn das wirklich so viele Leute hören und vielleicht sogar... Mirko Schumann. Ja, der wird ganz schön Schiss kriegen. Nico, begreif es. Diese Aktion war völlig schwachsinnig. Wieso das denn? Wenn die Praktikantin auch von Mirko belästigt wurde und das aussagt, dann sind das doch gute Chancen für Christian. Nein, Nico. Du hast Mirko Schumann öffentlich verurteilt im Vorfeld. Und weißt du, wie die Staatsanwaltschaft das nennt? Verleumdung. Aber die Praktikantin... Kann aussagen, was sie will. Das Gericht wird sie nicht mehr anhören. Es grenzt an ein Wunder, wenn wir Christian aus der Nummer rauskriegen. Johannes? Mir tut das alles so unglaublich leid. Johannes. Wenn du mir das niemals verzeihen wirst, dann kann ich das verstehen. Konstantin. Du hast Johannes das Herz gebrochen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Warum handle ich? Sein Zustand ist immer noch sehr kritisch. Wenn er stirbt, dann ist das deine Schuld. Ganz allein deine Schuld. To